Waldbrände, Abholzungen, Dürren. Pro Sekunde verlieren wir 1309 Quadratmeter an tropischem Regenwald. Das sind mehr als 10 Fußballfelder pro Minute. Und wohin man noch schaut, illegale Rodungen, Brandgefahr, Feuertornados ziehen durch die Wälder Kaliforniens. überall scheint es gleich zu sein. Glücklicherweise gibt es auch Länder, in denen es genau andersherum läuft. Eines davon will ich mir in meinem ersten Dokumentarfilm anschauen. What not everyone realizes, there's quite some challenges. Das Wichtigste ist, dass sie es weiter versucht. This is an amazing place to work with the community. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Fuck. Bis in die 80er sah man in Costa Rica den größten Nutzen eines Baumes darin, ihn zu fällen. Mehr Brennholz, neue Möbel, mehr Weideflächen, das waren die Prioritäten. Von 1945 bis 1983 schrumpfte die Waldbedeckung des Landes deshalb von ursprünglich 75% auf 23%. In den 90ern wurde dann klar, wenn der Baum stehen bleibt, bietet er unzähligen Arten ein Zuhause. Von den Aras in seinen Kronen bis zu den Pecaris an seinen Wurzeln. Das lockt Touristen an, die ihr Geld in Costa Rica ausgeben. Da dies immer wieder geschieht, bringt der geschützte Baum den Costa Ricanern somit viel mehr ein, als er es gefällt jemals gekonnt hätte. Nach Jahrzehnten dieses Sinneswandels steht mittlerweile ein Viertel des gesamten Landes unter Naturschutz. Und die Waldbedeckung liegt wieder bei fast 60%. Ich möchte mehr darüber herausfinden, wie die Menschen dort den Regenwald schützen und welche Tiere unter ihrem Schutz stehen. Bei meinen Recherchen wird mir ein Ort empfohlen, den National Geographic als den biologisch intensivsten Ort der Welt beschreibt. Die Osa-Halbinsel. An der südlichen Atlantikküste Costa Ricas gelegen, ist die Halbinsel kleiner als Paris. Trotzdem kann man dort 2,5% aller Tier- und Pflanzenarten des Planeten finden. Geschützt wird die Halbinsel unter anderem von 2 Parteien. Zum einen dem großen Corcovado-Nationalpark und zum anderen von Osa Conservation. Die Non-Profit-NGO hat es sich zum Ziel gemacht, verschiedene Ökosysteme des kostarikanischen Südens zu verbinden. Mangrovenwälder an der Küste, Regenwälder im Inland und Hochplateaus im Gebirge. Das Ganze mit dem Ziel, einen Wildlife-Korridor durch den Süden des Landes zu etablieren, damit sich Tiere trotz menschlicher Infrastruktur frei bewegen können. Um sie bei dieser Arbeit zu begleiten, reise ich in die Tropen, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, was mich dort eigentlich erwartet. Schotter! Schotter! Und noch mehr Schotter. Oder da ist ein Wildschwein. Und es ist weg. Also, das geht jetzt seit einer halben Stunde so. Und laut dem GPS-Navigationssystem geht es auch noch eine halbe Stunde so weiter. Keine Ahnung, was danach kommt. Gar kein Problem. Da fahren wir jetzt einfach mal so drüber. Die Brücke ist genauso breit wie mein Auto. Und mehr nicht. Einer der Gründe, warum ich gerade Osa Conservation besuchen will, sind ihre Leistungen. Auf über 5000 Quadratkilometern kombinieren sie Umweltschutz mit der Zusammenarbeit mit lokalen Communities. Von der Überwachung lokaler Geierpopulationen bis zum Errichten von Seilbrücken für kletternde Spezies und der Erforschung diverser Tierarten. Die Liste ist so lang, dass ich in meinem kurzen Aufenthalt niemals alles abklappern könnte. Um die Tieraufnahmen für diese Doku zu ermöglichen, brauche ich 2 Dinge. Eine ausreichende Sichtweite von mehr als 2 Metern und genügend Licht. Beides ist auf dem Dschungelboden ziemliche Mangelware. Deshalb laufen einige der Campbewohner und ich morgens um kurz nach 5
zu einer Struktur, die Ursa Conservation nahe ihres Camps gebaut hat. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Canopy Tree Tower, der hier mitten im Dschungel steht. Über 30 Meter hoch und dabei nur 4 Meter breit ermöglicht der Canopy Tree Tower es mir, auf Augenhöhe mit den Bewohnern der Baumwipfel zu kommen. An die vielen Treppen werde ich mich aber wahrscheinlich nie gewöhnen. So, oben angekommen. Sieht man jetzt doch schon wesentlich mehr vom Dschungel. Der Canopy Tree Tower dient zusätzlich noch als Motus-Station. Im Rahmen dieses Programms werden die Bewegungsdaten von Hunderten von Zugvogelspezies erfasst und aufgefangen. Die Motus-Station auf der Osterhalbinsel ist dabei nur ein Punkt in einem riesigen Netz, das mehrere Kontinente umfasst. Costa Rica liegt hierbei als Transitland natürlich perfekt, um so viele Daten wie möglich zu sammeln. Damit die Daten aber überhaupt empfangen werden können, muss der Sender über den Baumkronen platziert werden, ergo die Platzierung auf dem Turm. Nach 2 Stunden des Wartens habe ich so gut wie gar nichts. Ein paar Aras fliegen am Horizont vorbei, einige Eichhörnchen hüpfen durch die Baumwipfel. Aber die großen Tieraufnahmen, die ich mir hiervon erhofft habe, bleiben aus. Was so ziemlich genau das Gegenteil von dem ist, was ich erwartet habe. Meine Erwartung war, ich komme auf den Turm drauf, ich warte vielleicht ein paar Minuten und kriege dann die großen Aufnahmen, die ich für diese Dokumentation brauche. Und es geht wieder runter. Was ein bisschen steil ist. Das Problem ist auch, aufgrund der Schlangengefahr hier müssen alle solche Gummistiefel tragen. Da ich keine eigenen mitgebracht habe, haben die mir welche geliehen. Allerdings sind die mir viel zu groß. Jetzt schlagere ich hier da so ein bisschen drin rum. Das ist ein bisschen belastend. Jetzt geht's wieder zurück zum Camp. Ich hoffe, es gibt noch Frühstück. War um 7, wir haben 7:13 Uhr. Das wäre natürlich jetzt bescheiden, wenn es kein Frühstück mehr gäbe. Direkt am ersten Tag. Die Grundlage aller Operationen hier ist die Wiederaufforstung. Von Geierüberwachung bis zum Errichten der Seilbrücken für kletternde Spezies. Das basiert alles darauf, dass die Tiere ein Habitat haben, in dem sie leben können. Die 2 Kernfragen dabei sind, welchen Baumarten geht es gut, beziehungsweise von welchen brauchen wir mehr? Und wo kommen eigentlich die Samen dafür her? Beide Probleme löst Ursa Conservation mit ihren Collection Hikes. The work we are doing in the morning, it's part of our collecting season. Now we have 2 seasons, planting season and collecting season. So we go to the farms, to the forest, and trying to collect all the species we will need to restore this big landscape. Wir hatten gerade eben schon Spider-Monkeys hier sitzen. Sind wir da oben in den Bäumen. Allerdings habe ich leider, um die beiden zu filmen, nur das kleine Objektiv drauf. Und dementsprechend keine Chance. Viel zu weit weg. Wenn man da ranzoomen würde, um die Spider-Monkeys zu erkennen, könnte man die Pixel zählen. Aber es ist krass. Die beiden haben ein Durchhaltevermögen. Es ist unfassbar. Wir sind jetzt schon, keine Ahnung, Stunde, 1,5 unterwegs. Und Titi, der leider nur Spanisch spricht, schwitzt nicht mal. Wegen der Mittagshitze werden die meisten Aktivitäten hier morgens angegangen. Was verständlich ist, wenn man bedenkt, dass es in der Trockenzeit immer noch 82% Luftfeuchtigkeit hier hat und 31 Grad warm wird. These fruits have, well, this is the fruit. Inside is the seeds, and it's like the only seed who had the flowers inside of the fruit. The process to germinate these
This tree is pretty rare because we take it, we open the fruit, then we take out the seeds, put it in water 25 hours, something like that. Then we dry it with the direct sun, and that's like the most important part. Ohne uns Menschen gäbe es zwar keine Abholzung, die Bäume müssen ihre Samen aber trotzdem irgendwie verbreiten. Genau hier kommen die Arten ins Spiel, die die Kraut- und Strauchschicht des Regenwaldbodens bewohnen. Pecaris, also gebänderte Schweine, und Coatis sind beides Beispiele für Arten, die die Samen fressen und über ihre Ausscheidungen an anderen Orten verbreiten. You found like a big group of this Chancho de Monte. The best thing you can do is climb a tree. Doesn't have to be like a pretty high tree. Something like that will be enough. So you wait there until then decide to go and don't kill yourself. Die Expertise, mit der sich José und Titi durch den Wald bewegen, fasziniert mich immer wieder. Kaum sind wir um die nächste Kurve gelaufen, findet José ein Blatt, das für mich so aussieht, als wäre es genau dasselbe wie jedes andere hier auch. Er erklärt mir aber, dass es zu einem Lonchocarpus-Baum gehört. Einem Baum, bei dem die Samen in den Blättern und nicht in den Früchten liegen. Das bedeutet, dass der Setzling direkt aus dem Blatt hervorwächst. Das macht das Finden der Samen und dann auch der Blätter natürlich wesentlich einfacher. Right here is a very biodiverse place. We have around 800 different species of trees. So now we are working with around 350 of them, and all of them works for different things. For example, the ones we are looking for today are more for enrichment of secondary forest, but then we can go to a farm to collect nitrogen fixers, pioneer species, all the kind of species we will need to restore the place and to build this corridor. In der Dunkelheit unter den Baumriesen fällt jede Lücke sofort auf. What happened here? A tree falls down And then you cut it to to open the trail. open the trail. Yeah, and it was a pretty big tree. When the tree falls, like cut one part of the canopy of this ajo tree. Einer der uralten Baumriesen ist umgefallen, hat eine gewaltige Lücke ins Blätterdach gerissen. Und obwohl hier jahrhundertealte Bäume tot vor mir liegen, ist das ein notwendiges Ereignis. Dank dieser Lücke können einige der Setzlinge, die hier wachsen, nun ans Licht gelangen und an Höhe gewinnen. Und das muss passieren, denn ohne gesunde Nachkommen können sich die lokalen Baumspezies weder vermehren noch weiterentwickeln. Ich weiß nicht, wie die beiden das machen, aber ich kann echt nicht mehr. Es geht die ganze Zeit bergauf und runter. Bei den Temperaturen in der Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung, bestimmt schon über 30 Grad. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Fuck. Etwa 3 Stunden nach Verlassen des Camps erreichen wir einen ganz bestimmten Baum, der für mich genauso aussieht wie die anderen Urwaldriesen auch. Doch José erklärt mir dann, das hier ist der bedrohte Suicide Tree. Er verliert nur ein einziges Mal in seinem Leben Samen. Dann stirbt er.
Problem? Wir finden zwar jede Menge Blätter, aber keinen einzigen Samen. Der Baum scheint sie ohne Grund zu verlieren. Für José und Titi bedeutet das, dass sie dieses bestimmte Exemplar über die nächsten Wochen überwachen werden müssen. I truly believe in we can find a balance between production and restoration or conservation. There is a way to make the farms or the productive land more sustainable for the fauna, for to take care the environment, and a clue for making that real is work with the people. And I think this is the best way to do conservation. That's why I like to work in conservation with that approach. Ja. Wieder auf dem Rückweg. 20 Minuten noch, bis wir wieder bei der Station sind. Oh, what is it? Brosimum lactescens. Keine Ahnung. Es gibt hier so viele verschiedene Spezies. Bisschen schwer da die Übersicht zu behalten. Also José meinte gerade, okay, das war ziemlich erfolgreich jetzt. Einfach schon deswegen, weil wir so viele verschiedene Samen, Früchte und so weiter gefunden haben. Und wir sehr viele Ajo-Trees, die ja diesem Trail den Namen auch geben, überwacht haben, beziehungsweise jetzt wissen die, wie, in welchem Status welche Bäume sind. Und dann sozusagen über die nächsten Wochen die noch detaillierter zu beobachten. Auch ganz wichtig war der Suicide Tree, der seine Früchte fallen lassen hat. Was er gerade noch gesagt hat. Die Blumen von dem Ajo Tree, also diese kleinen gelben, die er uns gerade gezeigt hat, die werden in der richtigen Saisonzeit wirklich zu Hunderten abgeworfen von diesen riesigen Bäumen. Ich meine, bei der Größe haben die natürlich auch einiges an Blumen. Und der Ajo Tree kann man im Prinzip zu Knoblauchbaum übersetzen. Und das kommt deswegen, weil die Blumen, wenn die so zuhauf abgeworfen werden, einen extrem starken Knoblauchgeruch erzeugen. Sodass dann, wenn der ganze Weg voll von Blumen ist, der ganze Weg nach Knoblauch riecht. My name is Yvonne Kemp and I am the coordinator within the Wildlife Conservation and Tech program here at Ossa Conservation. I was always drawn to animals, so at one point when I was studying, I went on an internship in Tanzania. So yeah, when I came back home, at one point I pursued a next study, a master in ecology, because I really wanted to do something with that connection. So then nature conservation, that linkage, like how do you look at like not only a specific animal or a specific species, but really the complexity of it. And I mean here and in the Ossa Peninsula, in general in Costa Rica, in this kind of environment, that's pretty complex and dynamic. So yeah, I'm in for that, for the challenge basically. Mittlerweile ist es später Nachmittag. Nachdem mein erster Versuch vom Canopy Tree Tower aus Tiere zu filmen nur mäßig erfolgreich war, versuche ich mein Glück erneut. Um alle Aspekte des Ökosystems hier zeigen zu können, brauche ich diese Aufnahmen. Das bedeutet also weiteres stundenlanges Warten. Begleitet werde ich diesmal von Rose, einer Studentin, die hier ihr Praktikum macht. So today we are up the Canopy Tower and we are looking for birds, monkeys and anything else that comes here. We've had a falcon nesting just in front of us in the tree, so hopefully we can see the mother at some point today. Und tatsächlich taucht die Falkenmutter wenig später für ihr Abendessen auf.
Das ist zwar wirklich faszinierend zu beobachten, die spannenden Aufnahmen, die ich mir gewünscht habe, ergeben sich aber nicht. Für Zweifel bleibt aber keine Zeit, denn jetzt geht es auf eine Beach Patrol. OSA Conservation überwacht nicht nur die Tiere im Dschungel, sondern auch am Strand. Und dazu zählen auch Meeresschildkröten. We have another spider species here, which is quite famous because it's usually on the trail, so you have to be careful not to. And the females are really big. Also hier haben wir dann eine Geißelspinne, wenn ich sie richtig identifiziert habe zumindest. Das Ganze ist wirklich gefährlich hier auch, weil man läuft im Dschungel, im Dunkeln, man sieht nicht, wo man hintritt. Egal wie stark die Lampen sind, es sind immer Tiere da, die irgendwie eine Camouflagefarbe haben, die sie unfassbar gut verbergen. In the high season, we need walking all days in all season. More or less 6 months, at least. Aktuell haben wir März. Es ist also Nebensaison. Es brüten nicht viele Schildkröten am Strand. Monika dreht mit ihrem Team deshalb im Moment 2-mal die Woche ihre Patrouillen. In der Hochsaison ist das anders. Von Juni bis November müssen sie und ihr Team jeden Tag raus. Morgens und abends. Und das stundenlang. Egal bei welchem Wetter. Einfach zu groß für die Scheiße. Warum sind hier überall Baumstämme quer im Weg? Also wirklich, es ist unfassbar, wie viele Tiere hier auch bei Nacht sitzen. Also haben wir jetzt schon mehrere Spinnenarten und am Strand hoffentlich jetzt gleich ein paar Schildkröten. Das wäre ein absoluter Traum. Well, you already hear the waves crashing, but it also has rip currents, so you cannot swim along the stretch. Welcome to Piro Beach. In OSA Conservation, we working into beach, Piro and Tejeperro Beach. In this case, we need walk for about 2 kilometers. And in this beach, you can see green turtle and olive ridley turtle, mainly. But we have some records with leatherback and hawksbill. We have some rules to walk on the beach, and because the turtles are very sensitive to lights, we don't use any lights, and sometimes only if it's necessary we use red lights, and the turtles doesn't have visible ears, but they have internal ears, so we try to keep silence. In der pechschwarzen Nacht geht es also im Entenmarsch über den Strand. Jedes Filmen ist hier absolut zwecklos. Ohne Mondschein und ohne künstliches Licht sieht man rein gar nichts. 2 Stunden später findet Monika unseren ersten Fund. We found a track of turtle. In this case, it's a green turtle. In turtles, we have 2 different activities. One of these is a false crawl, when the turtle don't lay in the eggs. Manchmal kommt es vor, dass weibliche Schildkröten zwar den Strand hochkriechen, aber keine gute Stelle zur Eiablage finden. Wenn sie dann wieder umdrehen, ohne Eier abgelegt zu haben, nennt man das einen False Crawl. Also wie Sie sehen, werte Herrschaften, sehen Sie nichts. Jetzt geht es die andere Richtung, den Strand runter, um hoffentlich noch welche zu finden. Denn offenbar gibt es hier schon Aktivität an dem Strand. Bei dem Nighthawk gestern wurden noch einige gefunden, da war ich leider nicht mit dabei. Aber jetzt gerade ist uns das Glück nicht so wohlgesonnen, wie es scheint. 6 der 7 Meeresschildkrötenarten gelten als stark gefährdet oder sind vom Aussterben bedroht. Habitatverlust, Plastikverschmutzung, am schlimmsten der Beifang.
Jedes Jahr verenden 250.000 Meeresschildkröten in Netzen oder an Langleinen. Dabei sind diejenigen, die am gefressenen oder verhedderten Plastik sterben, noch gar nicht mitgerechnet. Auf der Osterhalbinsel wird deswegen alles dafür getan, um die Nester der Meeresschildkröten zu beschützen. Am Ende unserer Tour erfahre ich aber, dass das manchmal nicht genug ist. Das gehört leider auch zu Monikas Job. Manchmal findet sie auf ihren Patrouillen gar keine Schildkröten. Und manchmal, so wie heute, nur zerstörte Nester. Das Wichtigste ist, dass sie es weiter versucht. Und die Zahlen geben ihrem Versuch recht. Dank OSA Conservation wurden schon 145.000 Meeresschildkrötenschlüpflinge sicher freigelassen und haben es zumindest ins Meer geschafft. Eine Sache, die mich diese Reise definitiv gelehrt hat, ist, nachts ist es im Dschungel wirklich dunkel. Ohne unsere Kopflampen und meine kleine Videolampe auf der Kamera würde man überhaupt nichts sehen, nicht mal die Hand vor Augen. Hinzu kommt, dass ich langsam die langen Drehtage zu spüren bekomme. Das Ergebnis ist, dass ich fahrlässig werde. Und Fahrlässigkeit kann man sich im Dschungel überhaupt nicht leisten. Warum das so ist, erfahre ich, als wir durch einen Bach warten. What? Oh, directly. Wow. Die Fer de Lance ist die meist gefürchtete Schlange Mittelamerikas. Kommt sie in einem Gebiet vor, ist sie für bis zu 90% der Schlangenbisse an Menschen dort verantwortlich. Ihren Ruf bekommt sie aus 3 Gründen. Sie ist territorial aggressiv und hat keine Angst vor Menschen. Sie ist ungemein gut getarnt, vor allem auf dem Waldboden und nachts. Und ihr Gift ist sowohl potenziell tödlich, als auch unglaublich komplex. Das ist auch der Grund, warum es noch kein spezifisches Gegengift für diese Schlange gibt. Wird man gebissen, wirkt das Gift derart blutverdünnt, dass man beginnt, aus Mückenstichen, Mundschleimhäuten und im Inneren zu verbluten. Hinzu kommen Nierenversagen, Hirnblutungen und langfristig Nekrosen. Wird eine Maus von dieser Schlange gebissen, ist sie innerhalb von 2 Sekunden tot. In dieser Situation braucht man also 2 Dinge. Ein Medikit, möglichst mit einem allgemeinen Gegengift, und eine schnelle Verbindung zu einem Krankenhaus. Beides ist hier nicht gegeben. Was bedeutet, auf keinen Fall beißen lassen. Das macht es nur noch dümmer, dass ich dann versuche, mich neben der Schlange auf den Boden zu knien und sie auf Augenhöhe zu filmen. Glücklicherweise für mich hält Yvonne das ebenfalls für eine unglaublich schlechte Idee und reißt mich innerhalb von ein paar Sekunden zurück. Right there. I don't know. Can you shine your light on it? But I didn't see when I... Oh, it was still there. Yeah, it's still there. Yeah. It's so well camouflaged. You just don't see it. Nach einigen Minuten positioniert sich die Schlange genau zwischen Monika auf der anderen Seite und uns, die wir noch im Fluss stehen. Auf dem schmalen Pfad kommen wir dabei auf keinen Fall an ihr vorbei. Die einzige Option, 50 Meter flussaufwärts laufen und sich nachts ohne große Lichtquellen einen Weg durch das Unterholz suchen. Also genau durch die Zone, in der diese Schlangen gerne vorkommen. This is a trail, okay. Doesn't look like it. No, I mean, we just go around. Okay. Yeah, I'm rather going another kilometer before I pass that snake too close.
Wow, that was an adventure. Ja, ja. Eine halbe Stunde später sind wir wieder im Camp. Jeden Tag heißt es um 5 Uhr aufstehen, um auf diesen verdammten Turm zu klettern. Angeblich sind ja aller guten Dinge 3. Am 3. Tag komme ich deshalb mit einer leichten Hoffnung oben an, dass ich heute vielleicht endlich die Aufnahmen produzieren kann, die ich mir so sehr gewünscht habe. 2 Stunden später, kurz bevor ich wieder gehen muss, ist diese Hoffnung verflogen. Die Affen scheinen genau zu wissen, dass ich sie filmen will. Ein Rascheln da, eine Bewegung da, aber immer alles verborgen hinter diesem dichten Blätterdach. Stunden über Stunden über Stunden, gar nichts. Man hört ganz viel, aber man sieht nichts. Nix. 0, gar nichts. Ich bin zur selben Zeit wieder her, bei der die Spider Monkeys sozusagen das letzte Mal da waren. Fehlanzeige. Die ausbleibenden Aufnahmen sind ein riesiges Problem für mich. Dieses gesamte Projekt basiert darauf, dass ich die Artenvielfalt vor Ort zeigen kann, um zu beweisen, warum diese Halbinsel es wert ist, geschützt zu werden. Gleichzeitig kann ich während des untätigen Wartens nicht an anderer Stelle filmen. Diese ganze Doku ist von mir privat finanziert. Kein Sponsor der Welt würde einem unerfahrenen Filmer wie mir Geld geben und OSA Conservation braucht ihr Geld selber. Das bedeutet für mich, dass mir mit jeder Minute, in der ich keine Aufnahmen produzieren kann, quasi das Geld durch die Finger rinnt. Obwohl ich das lange Warten auf Tiere von zu Hause gewohnt bin, setzt es mir hier umso mehr zu. In den heißen Mittagsstunden, in denen ich ohnehin keine Tiere filmen kann, gibt es dann aber etwas durchaus Schönes zu sehen. Einer von OSA Conservations vielen Ansätzen ist es, den Umweltschutz auch in die Bildung zu bringen. Jedes Jahr bekommen sie deshalb von diversen Schulklassen Besuch, die vor Ort lernen sollen, wie man den Regenwald schützt und warum das überhaupt wichtig ist. Welcome to a Sea-Tour Conservation Program. Yesterday was not the very nice night, but it's normal that sometimes you don't find any torsons. It's the nature. It's a dynamic organization, place where we live, which is very rewarding in that sense. But I mean, yeah, also like from a weather point of view, like the climate, we can have heavy rains when it's in the middle of the rainy season. And now, like, well, I'm dealing quite well with these kind of tropical conditions, but that's a challenge, especially when you just arrive here and when you do field work in the midst of days. So of course that is from like a field biologist point of view. If you're out there, that is a challenge. But I mean, it's very rewarding. Mittlerweile weiß ich, wie die NGO erfährt, welche Bäume wieder Aufforstung brauchen. Neben den Collection Hikes, auf die mich José und Titi mitgenommen haben, muss allerdings noch eine weitere Kernfrage beantwortet werden. Wo kommen eigentlich die Bäume her, die OSA Conservation einpflanzen will? Denn nur weil man weiß, welchen Arten es gerade schlecht geht, heißt das ja noch lange nicht, dass man auch die Mittel hat, etwas dagegen zu tun. Praktischerweise hat OSA Conservation eine eigene Baumschule. In dieser werden die auf den Collection Hikes gesammelten Samen eingepflanzt und gepflegt. Ja, so ein normaler Tag der Tree Nursery hier sieht eigentlich so aus, dass wir immer erstmal auf Tour gehen, gucken, welche Pflanzen sind dann groß genug gewachsen, dass wir sie umtopfen können quasi. Dann pflanzen wir sie in so kleine Säcke um, wie wir es hier haben auch zum Beispiel. Dann müssen wir natürlich auch immer leere Säcke wieder neu füllen mit Erde.
sodass wir wieder neue Säcke zum Befüllen haben. Dann gehen wir eigentlich immer noch mal überall rumgucken, gibt es Unkraut zu jäten. Das ist auch immer noch eine Aufgabe, sowie einfach die Pflanzen bewässern, weil nicht alle Pflanzen hier werden automatisch bewässert. Viele müssen wir auch per Hand gießen. Wir haben hier Kakao, kleine Pflänzchen. Die haben wir jetzt gerade aus der Germination Box geholt und die pflanzen wir jetzt gleich ein. Und ja, dann schauen wir mal, hoffentlich wachsen wir schon. In der Baumschule wird alles genau dokumentiert. Wie gut geht es den Setzlingen? Wie gut wachsen sie an? Wie viele gibt es eigentlich noch? Von welcher Art? Ergo, von welcher Art werden mehr Samen benötigt? Mit diesen und weiteren Messungen kann dann auf den Collection Hikes genau nach den benötigten Bäumen gesucht werden. Dank dieser Strategie ist es Osa Conservation gelungen, bis heute auf der Halbinsel über 530.000 Bäume zu pflanzen. Wir stehen jetzt hier bei den ganzen seltenen Arten, die wir hier haben in der Tree Nursery. Richtig, richtig cool, richtig spannend. Alle ganz, ganz selten, nur wenige Exemplare, die überhaupt hier existieren in Costa Rica. Zum Beispiel haben wir hier eine sehr seltene Art, Pleodendron costaricense. Wurde tatsächlich erst vor wenigen Jahren hier entdeckt und auf der ganzen Welt gibt es tatsächlich nur 10 Exemplare von dieser Art. Das ist total krass, also 10 Individuen. Ja, und das ist ein Baby, was wir versuchen hochzuziehen hier. Und ja, hoffentlich können wir dazu beitragen, die Art zu erhalten und mehr darüber lernen. Woo! One of the projects that we do is work with arboreal bridges to restore connectivity, and you see that species are using these designs that we as humans put up. So that is really, it gives a lot back in that sense. You see that animals can quite quickly get used, let's say, to whatever we have in place as mitigation efforts. So that inspires a lot as well. Nach der Canopy Tree Tower Tour heute Morgen und heute Nachmittag und dem Besuch der Studenten zwischendrin noch, den ich auch noch begleitet habe, geht es jetzt zusammen mit ein paar anderen ab an den Fluss, um dort nach Schlangen und verschiedenen Fröschen Ausschau zu halten, damit einer der Wissenschaftler, die hier arbeiten, eine ganz bestimmte Froschart identifizieren kann. Der will da eine neue Methode ausprobieren. Es ist ein extrem langer Tag. Die Canopy Tree Tower Tour ging heute Morgen um 5:30 los, früher eigentlich sogar noch. Und jetzt haben wir gerade 7:30 und es stehen noch mehrere Stunden an. Night Patrol an. Let's go. Ich kann die anderen da hinten sehen, die gerade irgendeine Art von Busch untersuchen. We are in the sector 4 and we have like more or less 6 hours more for complete the froggy survey for today. So let's go! Let's go! Let's do this! Eric ist zwar theoretisch nur ein Praktikant, er ist aber gleichzeitig das perfekte Beispiel für diese Passion, die hier jeder für die Arbeit zu versprühen scheint. Neben seinem Praktikum geht er nämlich am Wochenende noch stundenlang nachts durch den Dschungel, um eine ganz bestimmte Froschart zu erforschen. Und obwohl ich nicht darüber sprechen darf, was genau er mit diesen Fröschen macht, kann ich sagen, dass er das unbezahlt und mit nur sehr spärlicher Ausrüstung macht. Die alte Kamera, mit der er rumhantiert, ist nicht gegen Regen abgedichtet. Und das führt dazu, dass er in der Regenzeit unter einer Vielzahl von Regenschirmen arbeiten muss, damit er irgendwie zu seinen Fotos gelangt. And today you're only doing until 3 a.m.? Maybe. Depends of the... Depends on how many Yeah. you find it. Probably yeah, until 3, maybe 4. Yeah. I said in the chat group that I am coming back at 3. Yeah. Probably no. Yeah, that means 5. No, 3 5 and no. They are not too much.
Nach der knappen Begegnung mit der Fer de Lance wünsche ich mir mittlerweile eine weitere Schlangenbegegnung. Auch wenn sie diesmal vielleicht etwas sicherer ausfallen darf. We already saw a Fredolon. You saw a Fer de Lance? Cat eye snake, Fredolon. Cat eye snake? Oh, great. Yes. I'd love to see that. Should still there. Huh? Also hier haben wir eine Cat eye snake. Was wäre das dann auf Deutsch, Lilly? Auf Deutsch? Ich Ja. hab keine Ahnung. Perfekt. Sehr gut. Heißt die denn wirklich Katzenauge? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Katzenaugenschlange, also sie ist auf jeden Fall extrem winzig. Nur mal so zum Vergleich. Das hier ist die Kamera. Da ist die Schlange. Abgesehen von der Fer de Lance ist das die erste Schlange, die ich in der Wildnis sehe. In der Wildnis sehe. Das ist richtig geil. Ja. What? Snake? Another snake? Snake, another snake. The cat eye again? Oh, yeah, down there. Wait, But it was crawling on my boots. was crawling on your boots. Yeah. Wow, A cat eye, right? it's so tiny. Also so viel ich hier auch sehe, die Fähigkeit von Eric, diese kleinen Tiere mitten im Dschungel zu spotten, es ist wirklich unglaublich. Der Frosch saß da hinten drin, ganz da hinten, hinter der ersten Blätterschicht. Eric war hier. Der Frosch ist nur 1 Zentimeter groß und hat ihn da drüben gespottet. Im Laufe des Abends scheint die Müdigkeit auch die anderen zu erreichen. Was Lilly auf ihre eigene Art zeigt. Was machst du da? The smell. Smell like. It smells like when you cut down the grass, fresh grass. Mitten im Urwald an irgendwelchen Gräsern schnüffeln. Gar kein Problem. Also Lilly, was haben wir hier gefunden? Wir haben hier eine Frucht von einem Inka-Bäumchen. Ja, sieht gut aus. Die Frucht, das sind die Samen, kann man sogar auslutschen. Man könnte also fast sagen, Lilly mag es, irgendwelche Gräser im Dschungel abzureißen und dran zu schnüffeln. Gotcha. So. Für mich heißt es jetzt wieder Rückzug zum Camp. Die anderen werden das Ganze noch für die nächsten 7 Stunden fortsetzen. Ich muss allerdings morgen um 5 Uhr schon wieder raus, um zum Turm zu gehen und Affen zu filmen, hoffentlich, wenn ich sie wieder finde. Dementsprechend geht es jetzt wieder zurück zum Camp. Alleine durch den Dschungel voller Giftschlangen. Wunderbare Idee. So, fast wieder beim Camp. Nur noch die Straße bzw. Schotterpiste hier hoch. Es warten noch weitere 2 Stunden des Backup-Datensicherns und Equipment-Säuberns auf mich, bevor es endlich ins Bett geht. Nach der erfolgreichen Tour mit Eric am Abend zuvor klettere ich an diesem Morgen zum letzten Mal auf den Tower. Wenn ich wieder runtersteige, werde ich nicht wiederkommen, denn am nächsten Morgen geht mein Flug zurück nach Deutschland. Ich baue mein Equipment auf und höre auf einmal in der Ferne ein Rascheln, ein Knacken, eine Bewegung hinter den Baumkronen, genau wie an den Tagen zuvor. Aber diesmal erscheint ganz am Rande meines Sichtfeldes, in der Ferne, das Tier,
nachdem ich tagelang gesucht habe. Mindestens 2 Klammeraffen hangeln sich parallel zum Tower durch die Baumkronen. Ich versuche mitzuschwenken und genau vorauszusehen, wo werden sie wieder auftauchen. Und siehe da, am letzten Tag der Expedition. Finally. Holy shit. Oh mein Gott. Nach 3 Tagen ohne ein einziges Affenbild oder Video hier vor Ort, obwohl es hier welche gibt und obwohl ich welche gesehen habe, die aber immer zu weit wegfahren. Endlich war da gerade eine Spider-Monkey-Familie, die rüber geklettert ist und ich habe Video-Footage bekommen. Finally. Oh. Es ist so fantastisch hier, wirklich. Es geht ein laues Lüftchen, es ist hier oben nicht so feucht wie unten im Dschungel. Man sieht Spider-Monkeys offenbar. Die Zeit bei Oster Conservation war absolut atemberaubend. Für mich, der noch nie auf einer Expedition war und zu diesem Zeitpunkt erst seit einem Jahr fotografiere und filme, habe ich hier den perfekten Einstieg gefunden. Und das vor allem dank der Menschen dieser NGO. I love the way we face the challenge we have with a relaxed and positive attitude. That makes the difference, I think. It is inspiring because you see so much diversity around you, but you also know that there's a lot of challenges and that species become more like isolated. The rainforest meets the sea, like just around you, 10 minutes walk. That complete combination of things makes it pretty ideal. Ich hoffe, dass euch dieser Film gefallen hat und dass ihr jetzt besser versteht, worauf es beim Schutz des Regenwaldes unter anderem ankommt. Wenn ihr Oster Conservation unterstützen wollt, habt ihr dazu gleich mehrere Ansätze. Teilt ihre Inhalte und versucht, dieses Juwel einer Halbinsel bekannter zu machen. Wenn ihr euch eher praktisch beteiligen wollt, dann bewerbt euch. Freiwillige Praktikanten vor, im, nach dem Biostudium, hier ist jede Hilfe gerne gesehen. Und natürlich könnt ihr auch sehr gerne spenden. Egal wie wenig, egal wie viel, jeder Cent hilft. Solltet ihr zufällig in Costa Rica sein, könnt ihr auch gerne mal auf dem Campus vorbeischauen. Dann würde ich euch allerdings zu einem Auto mit Allradantrieb raten und nicht zu so einer Schrottkiste wie meinem Mietwagen. Passt auf euch und auf diesen wunderschönen Planeten auf und bis zum nächsten Projekt. Ach ja, und wer mehr über meine Arbeit in diesem Bereich erfahren will, schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Link ist in der Beschreibung. Der Zugvogel. Wir wollen hier auch fachlich korrekt bleiben. Wohnen und Bewohnern macht keinen Sinn. Und ab hier fällt mir auf, ich kann gerade den Text nicht. Alright, let's go. Kausalität und so. Ist das euer Scheiß Ernst? Ernstes Gesicht. Rewind. Ups.